Dein Überalltag ist beendet und jetzt möchtest du noch eine Schippe drauflegen, nämlich Muskeltraining zum Abschluss deines Trainingsalltags auf deinem Blechblasinstrument. Es gibt verschiedene Trainingsgeräte, wir haben hier schon mal den Pete vorgestellt oder den Jericho Lippenexpander. Viele fangen mit dem Bleistift an, aber das sind natürlich nicht die einzigen, da gibt es noch unzählige andere. Wir trainieren heute gemeinsam und bauen wieder nach unserem Überalltag etwas Muskulatur auf, das heißt, wir gehen wirklich an die Grenzen und starten gleich mal. Also schnapp dir dein Trainingsgerät, ganz egal welches du daheim hast. Wenn du den Lippenexpander hast, heute ziehen wir nicht nach außen, sondern wir behalten das bei und kümmern uns nur um das Zupacken mit der Muskulatur an diesem Mundstück. Ich nehme heute den Pete und los geht's. Wir halten erstmal bis 30 gezählt. Achtung, 1, 2, 3, 4. Jawohl, 1 oder 2 Sekunden länger macht auch nicht. Wichtig ist immer, wenn du diese Trainings machst, dass du dazwischen kurze Pausen einbaust. Also Muskulatur ausstreichen, etc. pp. Jetzt, wenn wir gemeinsam trainieren, erzähle ich dir natürlich zwischenzeitlich immer etwas. Und wichtig ist es, dass du immer, wenn du dann anspannst, nachspannst. Das heißt, nicht einmal anspannen und du merkst dann, wie die Muskulatur sich lockert, sondern du spannst permanent nach und bleibst eben in dieser Anspannung. Wir kommen zum Set Nummer 2. Achtung. 1, 2, 3. Jawohl, und im Gegensatz zum ersten Mal hat man jetzt schon gemerkt, okay, die letzten paar Sekunden versucht die Muskulatur schon nachzugeben. Man muss aber eisern dranbleiben und immer wieder nachspannen, also sich richtig dazu zwingen, in der Spannung zu bleiben. Gleiches Motto wie gerade eben, wieder ausstreichen, dass die Muskulatur einigermaßen einsatzfähig ist, wenn wir uns gleich ans dritte Set machen. Übrigens, es gibt danach noch ein viertes, wo wir bis ins Maximum gehen. Jetzt also unsere dritte Einheit. Achtung, wieder 30 Sekunden. 1, 2, 3. Jawohl. Ja, da fängt es am Ende schon ein bisschen an zu zittern. Ich hoffe, du merkst es auch. Wenn wir natürlich immer nach dem Training, nach dem Trompete-Spielen diese Übungen machen, dann gehen wir viel schneller in die Belastung rein und viel schneller kommen wir auch an den Punkt, wo die Muskulatur einfach nur noch nachgeben, entspannen, relaxen will. Deswegen ist es meines Erachtens nach immer nur sinnvoll, das Ganze nach seinem regulären Überalltag mit dazu zu nehmen. Nicht ersetzen oder gleich ganz am Anfang, weil dann ist die Muskulatur schon so belastet, dass wir das natürlich dann negativ beim Trompetespiel merken, sondern immer einspielen, deinen Überalltag machen, deine Übungen spielen und jetzt kommt diese Muskelarbeit eben noch on top. Und wir gehen jetzt zu unserer vierten Einheit und wie gerade eben angedroht bis ins Maximum. Das heißt, wir spannen so lange nach und versuchen zu halten, bis die Muskulatur nur noch locker lassen will. Und wichtig für dich, danach ist es erledigt. Keine Trompete mehr spielen, keine Muskelübungen mehr machen. Jetzt ist der Überalltag beendet, deine Muskulatur braucht Regenerationszeit und du kannst relaxen und deine Muskulatur sich erholen lassen. Los geht's. 1, 2, 3.
Jawohl, und jetzt beenden wir das Ganze. Ja, man merkt richtig so einzelne Stadien, die man da durchläuft. Am Anfang ist es gut, dann merkt man schon, wie es brennt, man spannt nach, hat immer das Gefühl, Nachspannen, 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 dranbleiben. Dann geht es eigentlich wieder eine Zeit lang und dann merkt man schon, oh, jetzt fängt die Muskulatur an zu brennen. So die ein oder andere Verlagerung beginnt dann auch. Zum Beispiel die Zunge wird auf einmal fest, daran denken, dass immer locker ist, dass wieder nachgespannt wird. Also es ist natürlich immens, vor allem umso intensiver man vorher Trompete gespielt hat, umso härter ist dieses Training und umso kürzer kann man nur aushalten. Aber ich würde dir empfehlen, wenn du das machst, mach's in regelmäßigen Abständen, mach's einmal, einen Tag Pause und so weiter und so fort. Also immer in Eintagesabständen und du wirst merken, dass über einen längeren Zeitraum, das ist eine Übung, die macht jetzt nicht von einer Woche auf die nächste Woche alles besser und vor allem es kommt immer on top aufs Trompete spielen, wie schon erwähnt, aber gebetsmühlenartig wieder wiederholt. Und dann hast du immer einen Tag Pause, Trompete spielen ja, diese Übung machen nein, am nächsten Tag wieder mit dazu nehmen. Und so kannst du nach und nach sukzessive über einen längeren Zeitraum, sagen wir mal 3 Monate, auf jeden Fall deine Ausdauer, deine Kraft etc. verbessern. Denk aber immer beim Trompete spielen dran, jetzt nicht volle Kanne drauf zu drücken, Muskulatur zusammen und so weiter und so fort, sondern du spielst nach wie vor natürlich relaxed, entspannt, locker Trompete, in der Höhe natürlich dementsprechend angepasst, ganz klar, aber du wirst dadurch bemerken, dass du mehr Ausdauer und mehr Kontrolle bekommst. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, lass ein Like und ein Abo da, wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.